Et voilà, Bierstick. Was haben wir jetzt eigentlich? Ende Mai. Und es ist wieder mal Zeit zum eins Ball. Also nur schnell zur Erklärung. Es ist nicht mehr so kalt wie im Winter, aber immer noch challenging und refreshing. Also wir gehen jetzt hier mit der Evelyn zusammen. Einmal in Biers. Das Ziel ist auch wieder 5 Minuten. Wir schauen in der Kapsel auf dem Holz. Zusammen mit der Entenfamilie. Alle zusammen. Ah ja, alle zusammen. Ich gehe jetzt hier weiter. Die fragen sich wahrscheinlich auch, was machen wir da? Okay. Schnell starten. Easy. Alle zusammen. Atemzug noch. Und versuchen sich so richtig schön rein zu entspannen. Die Schultern fallen lassen. Also ich kann jetzt noch gerne noch die Finger unter die Achsel klemmen, damit sie nicht ganz so kalt sind. Und ich gehe gerne in ein Päckchen. Ja. So, das ist ich bin einfach so wie ein Ei. Und die Kälte nicht überall angreift. Ja. Und danke für mich, schön. Und der noch da. Das hat ein paar. Jetzt in der BS schon recht viel Entenfamilie gesehen, also ganz spezielle Enten, so mega schöne. Also es verschiedene Enten gibt es. Und was ich interessant finde, ist ja dann, so nach einer Minute wird es mal so ein bisschen kuhnagelig, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber im Winter vor allem. Und dann hast du uns gesagt, einfach relaxen und schnaufen. Ja, vor allem die super. ersten Minuten mal überhaupt verstehen, weil die meisten die Reaktion haben nach ein paar Sekunden im kalten Wasser wieder rausrennen. Das habe ich ja beim ersten Mal gemacht, Ja. genau. Und dann eben können die Schwellen überschritten mit einfach in sich tief atmen, sich auf den Atem konzentrieren. Und irgendwann plötzlich ist es gar nicht so Viel schlimm. länger. Ja. Und man fühlt sich plötzlich nicht mehr so kalt. Und was ich auch sehr schön finde an diesem Spot da ist wirklich, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr, so die Wellen anschauen und wie so das Gefühl haben, ja, ich bin einfach auch so ein bisschen eine Welle und so auf etwas anderes konzentrieren. Genau, es ist so ein Das bisschen ist die Endlichkeit. so ein Äquivalent von der Flamme, die man anschauen kann in der Meditation, ist dann das Wasser. Und ich merke auch, also es gibt so Tage und so Tage, also ich kann je nach Tagesform, also jetzt im Moment bin ich ein bisschen rumzittern. Einfach mein Körper findet, es ist ein bisschen kalt. Aber ich weiss, dass es easy mag verleiden. Es ist einfach wirklich eine körperliche Reaktion. Das ist nicht immer gleich. Mir geht es heute sehr gut und das andere Mal habe ich das auch schon gehabt. So. Aber ich finde es einfach interessant, wie viel wirklich im Kopf ist. Also der Kopf mir sagt, ich halte es nicht aus, aber es ist eigentlich total machbar. Ja. So ein Spruch im Marathonrennen. 80% ist mental und der Rest ist Kopfsache. Schau jetzt da endlich, haben wir gefunden. Mit zusammen. Du hast ja sicher auch Erfahrung in Meditationstechniken. Was ist da dir, was du als Go zu Meditation, was machst du am liebsten oder am meisten, wenn du meditierst? Ja, ich lasse auch viel Guided Meditation, aber schon die, wo ich einfach in meine Essenz gehe, in meinen Kern hinein. So durch die Schichten durch, nach innen. Und wie weisst du, was dein Kern ist? Ich habe viel so Self-Inquiry gemacht. Also weißt du, so Fragen, bin ich der Körper? Bin ich der Mind? Bin ich die Gefühle? Oder bin ich etwas anderes oder auch noch etwas anderes? Und ich glaube, das hilft da auch, dass ich merke, okay, es ist der Körper, der die Kälte erlebt, aber
aber irgendetwas in mir ist total ruhig gleichzeitig. Und es erinnert mich auch an Mentaltraining im Sport, oder? Wenn der Kopf sagt, nein, das kannst du nie. Und aber irgendetwas Tieferes weiss, dann kannst du das schon. Das ist schon möglich. Das ist, glaube ich, da auch wieder etwas, was mir gefällt, oder? So die Grenzen lernen rausschieben, von was ist möglich, von was ist nicht möglich. Ja. Oder eben die Grenzen, von was ist möglich, ein bisschen ausdehnen. Und ja, wenn du so eine Meditation machst, ist das etwas, was du regelmäßig machst, oder ist das hin und wieder mal? Nein, oder fast täglich. Ja. Wenn es geht, Ja, täglich. okay. Und wen machst du denn am meisten? Meistens am Morgen gerade Ja. Tee und dann Herrensitz. Wie lange sitzt du schon abends? Verschieden. Heute Morgen eine halbe Stunde, sonst dann so 10-15 Minuten. Spannend. Machst du auch so eine Praxis? Also nein, ich habe mit der Frau zusammen, wenn ich wo wir den Sonnen hatten, Ja. sind wir immer am Morgen eine halbe Stunde angesessen und haben eine Guided Meditation gemacht. Auch am Morgen, also bevor die Tochter aufgewacht ist. Ja. Im Moment ist alles ein bisschen anders. Aber das ziehst du ja dafür durch, oder? Ja, aber Plus- das ist Hammer im Blut. Ja, plus Cold Shower, oder? Du tust ja immer Ja, ich kalt dusche nur duschen. kalt, ja. Das finde ich auch noch beachtlich. Manchmal muss ich ja das denken, wenn ich eine warme Dusche nehme. So, Gigi, du duschst nur kalt. Krass. Was gibt dir denn das Kaltduschen? Vor allem merke ich, was es mir gibt, ist, wenn ich die Dusche abstelle und dann rauskomme aus der Dusche. Ich fühle mich einfach wirklich unglaublich gut. Wie wenn man da rauskommt. Und ich habe nicht kalt, sondern warm. Wenn ich warm dusche und aus der Dusche komme, finde ich es einfach kalt. Also es ist so, Ja, macht Sinn. das ist schon mega toll. Also, ich dusche halt dann natürlich dann auch viel weniger. Also, ich brauche halt auch weniger Wasser. Und so. Ich brauche kein warmes Wasser, also jetzt weniger Energie. Und was hat dich bewogen, das anzufangen mit dem Bürsten? Ja, das war also ich habe schon viel mit kalten Duschen so Erfahrung und habe dann irgendwann, als so die Wim Hof Welle kam, ist mal so eine Kurs gemacht, an einem Tag, so ein kleines, von einem Wim Hof zertifizierten Trainer, der war hier in Basel und dann haben wir so ein Eisbad genommen. Und das habe ich noch spannend gefunden, weil ich habe dann schon gedacht, wow, das ist schon noch viel krasser, oder? Auf so eiskaltes Wasser. Wie wenn es aus der Dusche kommt, das ist, fühlt sich dann gerade warm an. Das kalte Wasser. Ja, und habe es spannend gefunden, dass der Körper eigentlich noch echt easy aushält. So die 1,5 Minuten, die ich damals dann gemacht habe. Und dann habe ich eigentlich angefangen und habe gesagt, ja, jetzt gehe ich immer ins Wasser. Einmal in der Woche mindestens. Jeden Tag vom Jahr, also ich meine jeden Samstag vom Jahr einfach das mal durchziehen. Und das mache ich jetzt bald 3 Jahre. Ja, das ist gut. Und die 5 Minuten sind jetzt schon längstens vorbei. Die Uhr hat schon lange vibriert. Habe ich auch gedacht. Aber Aber es wird langsam gemütlich. es wird Sommer und darum, oder, wenn man das quasi den Winter durch macht, ist man dann im Sommer kann man vielleicht 20 Minuten Ja, bleiben. voll. Ja, dann irgendwann ist es nicht mehr eine Challenge, es ist mehr so, du möchtest nicht einfach im Wasser. Also falls ihr dann mal einen Tag seht, höckelt den ganzen Tag, wisst ihr wieso. Genau. Ja, schön. So. Also jetzt mit Untertauchen im Mikrofon. Wegen dem Gas. Über die Steigleiter. Das Mikrofon schnell ablegen.